Reis und Nudeln sind schön und gut, aber ich finde, der Sonntagsbraten, der hat was noch Besseres verdient. Knusprige Kartoffeln mit cremiger Füllung. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Ja, aus dem Grund machen wir heute Dauphin-Kartoffeln, Kartoffelkroketten und Herzogin-Kartoffeln. Warum machen wir gleich 3 Sorten? Ganz einfach, wir brauchen nur einen Grundteig, um alle 3 Kartoffelzubereitungen zuzubereiten. Legen wir los, das wird richtig lecker. Wir beginnen mit der Zubereitung der Herzogin-Kartoffeln, weil das auch gleichzeitig die Basis für die Kroketten und Dauphin-Kartoffeln ist. Dafür schäle ich als erstes 600 Gramm Kartoffeln und koche sie in etwa 30 Minuten weich. Einen Kartoffelteig zu machen ist sehr einfach. Die gekochten Kartoffeln werden durch die Kartoffelpresse gedrückt und mit weiteren Zutaten wie Ei, Butter und Gewürzen verrührt. Das ist kinderleicht und schmeckt im Endergebnis besser als alles Gekaufte. Man sollte dabei lediglich auf 2 Dinge achten. Die Kartoffeln sollten mehlig kochend sein und durchgepresst werden. Mehlig kochende Kartoffeln enthalten mehr Stärke. Sie sind nach dem Kochen daher trockener und dadurch besser für einen Kartoffelteig geeignet, zumal noch feuchte Zutaten dazukommen wie Ei und Butter. Kann man auch festkochende Kartoffeln verwenden? Ja, kann man. Alle Kartoffelzubereitungen, die im Video zu sehen sind mit festkochenden Kartoffeln hergestellt, da ich hier in Thailand nicht so eine große Auswahl an Kartoffeln zur Verfügung habe. Es ist jedoch nicht ganz so einfach, da der Kartoffelteig sehr weich wird, auch wenn man zusätzlich Kartoffelstärke dazugibt. Man kann Kartoffelstärke nicht unbegrenzt dazugeben, da die Kartoffeln, Herzogin- oder Dauphin-Kartoffeln, dann einfach nur nach Stärke schmecken würden. Der Geschmack lässt sich nur durch längeres Kochen entfernen, was beim Frittieren oder Backen nicht möglich ist, wenn man keine kohlrabenschwarzen Kroketten haben möchte. Für ein gutes Gelingen ist es wichtig, eine so trockene Kartoffelmasse wie möglich zu erzielen. Zusätzlich werden die durchgepressten Kartoffeln jetzt noch im Topf weiter erhitzt, damit so viel Wasser wie möglich verdampfen kann. Das hat bei meinen festkochenden Kartoffeln ewig gedauert. Wie bekommen wir die Kartoffeln am besten klein? Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, vor allem weil mir eine Kartoffelpresse gefehlt hat. Kartoffeln zu stampfen, mit dem Handmixgerät mixen, durch ein Sieb zu streichen oder mit einem Pürierstab zu zerkleinern. Außer die Kartoffeln durch ein Sieb zu streichen, war keine Methode befriedigend. Davon abgesehen ist das Durchstreichen der Kartoffeln durch ein Sieb eine echte Strafarbeit. Führt allerdings zum besten Ergebnis. Fühl dich also frei, es dir anzutun. Kartoffelstampfer und Handmixer hinterlassen zum einen gröbere Stückchen, die den Spritzbeutel verstopfen könnten. Zum anderen besteht die Gefahr, dass die Kartoffelmasse wie Kleister wird und zu schmieren beginnt, wenn man sie zu lange stampft oder mixt. Und das geht relativ schnell. Beim Durchpressen der Kartoffeln wird jedoch die Oberfläche vergrößert. Dadurch kann zusätzlich Wasserdampf entweichen und die Masse wird trockener. Wenn dir noch eine Kartoffelpresse fehlt, einen Link dafür habe ich unterhalb vom Video in der Infobox. Da stehen auch noch einmal alle Zutaten für die 3 Rezepte von heute und ein Link zu den geschriebenen Rezepten auf meiner Homepage. Zur Kartoffelmasse geben wir noch 50 Gramm Butter, einen halben Teelöffel Salz, eine großzügige Prise Muskatnuss, ein Ei und ein Eigelb dazu. Die Zutaten dann zügig mit einem Küchenspatel oder Kochlöffel zu einem glatten Teig verarbeiten. Sollte dein Teig, warum auch immer, noch zu weich sein, kannst du noch 1 bis 2 Esslöffel Kartoffelstärke dazugeben oder Mehl. Mehr würde ich wie erwähnt nicht nehmen. Den Backofen dann auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit einem Stück Backpapier belegen und zusätzlich mit einem Esslöffel voll Butter einreiben. Dadurch werden die Herzogin-Kartoffeln noch leckerer. Den Kartoffelteig dann in einen Spritzbeutel mit großer Sterntülle füllen und Tupfen in beliebiger Größe aufspritzen. Sie sollten dann allerdings gleich groß sein, damit sie gleichmäßig garen. Damit sie schön aussehen und gut gebräunt werden, habe ich sie mit einer Mischung aus einem Eigelb und 2 Esslöffeln Milch eingepinselt oder besser gesagt abgetupft. Die Herzogin-Kartoffeln dann in etwa 15 bis 20 Minuten goldbraun backen. Den gleichen Teig verwenden wir auch für die Kartoffelkroketten. Füllt man den Kartoffelteig in einen Spritzbeutel ohne Tülle, kann man damit schön gleichmäßige Zylinder produzieren. Ich habe das Schneidebrett vorher mit Kartoffelstärke abgestäubt, damit ich die geformten Kroketten später nicht noch zusätzlich darin wälzen muss.
Den Teig dann nach dem Aufspritzen in die gewünschte Länge schneiden, so 4 bis 5 cm, und die Stücke noch einmal zusätzlich mit etwas stärker abpudern. Anschließend in verquirltem Ei und Semmelbröseln wenden. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und unterstütze den Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Hilf mir bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Genug Eigenwerbung, weiter geht's mit dem Video. An dieser Stelle könnte man sie für einen Vorrat direkt einfrieren. Ich empfehle, die Kroketten vor dem Frittieren noch etwas antrocknen zu lassen, am besten noch zu kühlen, weil sie dadurch schöner backen und die Gefahr geringer wird, dass sie aufplatzen. Auch deswegen ist es wichtig, dass die Kartoffelmasse schön trocken ist. Je mehr Wasser darin enthalten ist, desto mehr Wasserdampf entsteht beim Frittieren und die Kroketten platzen auf. Das gilt auch für die Dauphine-Kartoffeln, die wir als nächstes machen. Der Kartoffelteig ist wieder der gleiche. Das Besondere an Dauphine-Kartoffeln ist der Brandteig, mit dem der Kartoffelteig vermischt wird. Das wird unfassbar lecker. Dauphine-Kartoffeln sind meiner Meinung nach noch leckerer als Kroketten. Dafür gebe ich hier 250 ml Wasser, 50 Gramm Butter und einen halben Teelöffel Salz in einen Topf und bringe alles zum Kochen. Direkt in das kochende Wasser werden 140 Gramm Mehl gegeben und mit einem Kochlöffel so lange verrührt, bis sich ein gebundener, glatter Teig daraus bildet. Als nächstes müssen 3 Eier Größe M in den Teig eingearbeitet werden. In meiner Lehre durfte ich das mit der Hand machen, weil der Teig dadurch angeblich besser wird. Das ist natürlich totaler Quatsch und dauert außerdem ewig, ganz davon abgesehen, dass einem dabei fast der Arm abfällt. Würde ich meine Auszubildenden den Brandteig von Hand machen lassen? Aber natürlich! Ich verwende hier den Handmixer, weil das wesentlich angenehmer ist. Wichtig ist nur, dass die Eier nacheinander und vollständig eingearbeitet werden, bevor das nächste dazukommt, also das nächste Ei. Der Teig beginnt erst sich zu trennen und kommt dann wieder zu einer cremigen Masse zusammen. Dann kann das nächste Ei dazugegeben werden. 1x2 habe ich hier übersprungen, damit das Video nicht zu lange dauert, also bitte nicht wundern. Als nächstes können dann die Kartoffelmasse und der Brandteig miteinander verrührt werden. Jetzt kommt der schwierigste Teil von allen 3 Rezepten, das Formen der Dauphine-Kartoffeln. Ganz wichtig dabei ist, mit reichlich Öl zu arbeiten. Ich reibe hier mein Backblech mit richtig viel Öl ein. Der Teig für die Dauphine-Kartoffeln ist so klebrig, wenn da kein Öl dran ist, bekommt man die nicht wieder ab. Also das Blech einölen, die Hände und einen Esslöffel. Dann nimmt man mit dem Löffel Teig auf und zieht ihn durch den Handballen glatt. Wenn man seinen Daumen nach unten drückt, bildet sich so ein U-förmiges Profil in der Handfläche. Zieht man damit über den Teig, bildet sich eine schöne Kuppel. Den Teig dann mit dem Zeigefinger aufs Blech schieben und es bildet sich die typische Form für Dauphine-Kartoffeln. Das klappt vielleicht nicht gleich beim ersten Mal perfekt, aber wenn man den Dreh raus hat, geht das sehr zügig. Zur Not kann man den Teig aber auch einfach so vom Löffel schieben. Das sieht dann halt nicht ganz so schön aus, aber am Geschmack ändert das natürlich nichts. Die geformten Dauphine-Kartoffeln könnte man an dieser Stelle wieder einfrieren, danach vom Blech lösen und in einen Gefrierbeutel legen. So lange kann ich aber nicht warten und frittiere meine so lange bei 160 Grad, bis sie goldbraun und knusprig sind. Ich musste schon mal anfangen. Ey, knusprige Kartoffeln mit Soße, das ist einfach ein Traum. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Herzogin-Kartoffeln, Dauphine-Kartoffeln oder Kartoffelkroketten selber zu machen oder alle 3 Sorten. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich hier anfangen soll. Also, das gesagt. Wir haben jetzt hier gleich ein Festmahl. Meine Tochter und meine Frau, die warten nämlich schon auf mich. Oder das gesagt. Darum verabschiede ich mich jetzt einfach. Dankeschön fürs Einschalten. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. In dem hier oder in dem leckeren Kartoffelvideo. In einem von den beiden, die da zumindest gleich erscheinen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das heißt,
Lass mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Kroketten machen gehen, Herzogin-Kartoffeln oder Dauphine-Kartoffeln. Ist mega lecker. Schmecken auch einfach so.